Ich liebe euer Format und finde es super wichtig. Umut ist ein toller Mensch und er hat in anderen Folgen wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei den letzten 2 Folgen, insbesondere bei dieser hier, stoßen mir aber einige Dinge übel auf. Viele andere Kommentare haben bereits herausgestellt, dass Umuts erste Worte nicht angebracht waren. Zum einen von der Entschuldigung, in Klammern, trotz offensichtlichem Fehlverhalten in der Vergangenheit, abzuraten, ist Eiko gegenüber respektlos, egal wie viel Verständnis man für ich heiße jetzt Sarah. Ja, Sarah, leg los. Sarahs Situation haben kann. Das Victim Blaming war unbeabsichtigt, aber es war da. Auch zu fordern, wie emotional man sich verhalten soll, beziehungsweise wie emotional sich ein Opfer verhalten soll, ist total unangebracht und anmaßend. Umut ist auch ein Mensch und macht mal, wie jeder andere, Fehler. Das ist hier deutlich geworden. Das Gespräch war meiner Meinung nach nicht gewinnbringend und teilweise unsensibel. Jetzt zu dem, was mich stört. Das andere hat sie nicht gestört? Das ist krass. Die Person? Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Umut aufgrund der normalerweise großen und positiven Resonanz einen Anspruch an sich selbst als Joker oder Einschreiter hat. Und weil es eben ein YouTube-Format ist, dass er mindestens einmal pro Folge ins Gespräch einspringen muss. Ich fände es besser, wenn er erstmal als Joker gezogen wird oder wenn die Situation offensichtlich eskaliert oder Stagnation eintritt. Aber das Einspringen dieses Mal, was ja von ihm selbst initiiert wurde, war sehr unpassend. Ich bin kein Psychologe und möchte auch nicht die Gesprächskompetenz in Frage stellen. Da ist Umut definitiv besser und hat mehr Expertise. Trotzdem überrascht mich das Verhalten bei diesem Video negativ und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Erwartungshaltung von mindestens einmal muss im Video von Umut selbst eingesprungen und unterbrochen werden, um das Format und die Dramatik des Gespräches zu bedienen, gegeben ist. So wirkt es zumindest auf mich und das finde ich schade. Wollt ihr ein dramatisches Format sein oder wollt ihr ein Safe Space sein? Okay, interessant. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich glaube, dass in unserer Gesprächsdynamik es wirklich schwer zu erkennen war, wann es zu einem Erfolg führt, weil ich glaube, dass er bei uns wirklich eingesprungen ist, dann, wo er gemerkt hat, okay, das Gespräch läuft, aber das Gespräch läuft nicht zielführend. Wir haben bei uns selber dann irgendwann die Fehler gesucht und waren gar nicht, hey, was bringt uns jetzt auf den Punkt, was bringt uns jetzt weiter? Ne, das war halt gar nicht gegeben. Und da ist er halt eingeschritten, genauso wie er in Situationen eingeschritten hat, wie die emotional wurden, wo du geweint hast zum Beispiel, ist er eingeschritten, um dann nachzuhorchen, wie geht es beiden? Wie fühlt ihr euch? Wieso fühlt ihr euch so? Habe ich deswegen schon als angemessen empfunden. Ich hatte es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, er fühlt sich gezwungen, jetzt einzugreifen, weil die das müssen. Also ich fand es bei uns war es auf jeden Fall angemessen, bei den anderen kann ich nicht drüber reden. Also ich finde es aber auch spannend zu sagen, dass einerseits sein Verhalten unangebracht und anmaßend war, weil er dir vorschreiben will, wie du zu fühlen hast. Andererseits sagt man aber ein paar Punkte weiter, er hätte sich anders verhalten sollen. Ja, das ist für mich so ein bisschen so ein Widerspruch. Also ich kann nicht sagen, dass ihr jetzt sagt, sie soll sich so und so verhalten, ist anmaßend. Aber ich sage gleichzeitig, er soll sich so und so verhalten. Finde ich ein bisschen schwierig. Das ist halt eine Doppelmoral in dem Punkt. Ich habe das jetzt nicht als Aufforderung verstanden, dass ich mich anders verhalten soll. Deswegen wundert mich das gerade. Ja, aber das haben viele so verstanden. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute von sich halt ausgehen, dass sie das verstanden hätten, hätte er das zu ihnen gesagt. Aber dann frage ich mich, wie seid ihr denn generell gegenüber Menschen gepolt, dass sie direkt von einem Angriff ausgeht oder direkt vom Schlechtesten? Weil ich weiß, ich kann nur von mir jetzt ausreden, wenn sowas passiert und ich mir unsicher bin, wie ein Mensch das meint, dann frage ich nach. Und gehe nicht direkt vom Schlechtesten aus. Und wenn ich vom Schlechtesten ausgehe, dann spreche ich das in der Regel an und sage, hey du, ich habe das jetzt so und so verstanden. War das überhaupt so und so gemeint? Ne? Und direkt davon auszugehen, dass es das Schlechteste ist, was er da gemeint hat, so habe ich das auch nicht verstanden. Wäre da irgendwas passiert, wo ich mich nicht wohlgefühlt hätte, wo ich etwas nicht passend fand, hätte ich das definitiv gesagt. Da hätte ich auch was gemacht.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so rüberkomme, als wäre ich der Typ dafür oder so. Aber ich hätte das nicht erlaubt, dass man mir, sag ich jetzt mal, sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Wenn denn das entscheide ich letztendlich alleine. Also ich habe es nicht so verstanden. Deswegen wundert mich, dass das so viele anders verstehen. Finde ich auch sehr interessant. Kann aber auch wieder hier am Schnitt liegen. Also, dass da vieles verloren geht, weil dazwischen wurden auch ganz viele andere Sachen gesagt. Und hier beim Schnitt, finde ich, ist das so, man spricht über was und plötzlich ist da so ein Themawechsel. So, und das war smooth bei uns, als wir das gemacht haben. Also wir sind dann Stück für Stück, haben wir das aufgearbeitet. Aber irgendwo muss man halt den Schnitt machen. Ne? Die Linke will einfach für nichts Verantwortung übernehmen und die Rechte macht es für beide. Obwohl sie das Opfer ist. Ich bin kein Opfer. Finde, das hätte klarer gesagt werden sollen, dass man im Miteinander auch Verantwortung trägt. Auch entschuldigen als das Mindeste. Ja, das ist jetzt die Frage, was für eine Verantwortung willst du tragen? Weil eine Entschuldigung sagen viele und meinen es aber auch gar nicht. Deswegen finde ich Worte schön, Taten wichtiger. Deswegen kann ich halt auch nur so da in dem Punkt sagen, ich sehe nicht, dass ich Verantwortung für uns beide getragen habe. Sie hat sich trotzdem entschuldigt. Sie hat sich oft genug entschuldigt. Du konntest das auch irgendwann nicht mehr hören. Ja, und sie hat wirklich sehr stark daran gearbeitet, schon allein, dass sie in das Format geht, dass sie sich dazu bereit erklärt, ist nicht selbstverständlich. Und das, finde ich, zeigt auch ein sehr, das muss man anerkennen, es zeigt Mut. Das auch vor vielen Leuten zu machen, ist ein mutiger Schritt. Finde ich jetzt sehr undifferenziert und muss auch sagen, wirkt halt nicht sehr helle für mich. Sorry, also. Allein schon die Linke und die Rechte. Ja. Wir haben keine Namen mehr. Ja, wir haben keine Namen. Das ist die Sarah. Und ich bin die Rechte. Willst du meine Rechte? Fun Fact. Zur Auswahl standen tatsächlich damals Sarah und Sandra als Name. Nee. Was? Ja. Was ist das denn? Schön, 2 starke, großherzige Frauen. Oh, Danke. Dankeschön. So direkt so rot geworden. Die so, Weißt du, so voll so, verdammt, wir können damit nicht umgehen. Auch für mich leider zum ersten Mal eine sehr unangenehme Folge. Es ist klar, dass nicht jeder gut damit umgehen kann, wenn Freundinnen etwas Traumatisches erleben. Weil man sich aber so verletzend verhält, ist eine Entschuldigung das Mindeste. Wenn ich jemanden in der Bahn in eine Kurve so doll auf den Fuß trete, dass der Fuß verstaucht ist, entschuldige ich mich doch auch. Auch wenn ich das nicht extra gemacht habe. Habe ich die Person verletzt und es tut mir leid. Darum geht es doch auch bei einer Entschuldigung, anzuerkennen, was man beim anderen ausgelöst hat. Das Eigentliche in dem dass es den Schmerz nicht gegeben hätte, wenn ich wie auch immer besser aufgepasst hätte. Wenn mir jemand extra so fest auf den Fuß tritt, wäre mir die Entschuldigung eigentlich in den meisten Fällen sogar egal, weil ich sie dann nicht glauben könnte. Schade, dass Eikos Schmerz so wenig Raum bekommen hat. Schade, dass so ein Fehltritt auch euch ausgerechnet bei so einem sensiblen Thema passiert ist. Kurzer Einwurf vornherein. Diese Thematik mit dieser, wenn ich jemanden in der Bahn, in der Kurve auf den Fuß trete, kam so oft. Oder auch, ja, wenn ich jemanden in der Bahn mit meinem Fahrrad über den Fuß fahre, dann entschuldige ich mich ja auch. Ja? Ihr verletzt anscheinend sehr viele Leute in der Bahn. Offensichtlich gibt es keine andere Möglichkeit. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber das impliziert ja auch, dass ich mich nicht entschuldigt habe. Was du getan hast. Wir haben das, glaube ich, jetzt schon häufiger angesprochen, dass da mehrfach Entschuldigungen gefallen sind. Und auch in dem Video sieht man es mindestens 2-mal. Ja, definitiv. Also wenn nicht sogar 3-mal. Ja, also... Und auf das andere mit dem Raum geben haben wir auch schon genügend gesagt. Ja, genau. Du liest jetzt vor. Ich bin selber auch Opfer sexueller Gewalt und mich hat das sehr aufgewühlt, als Umut meinte, es gäbe nichts, wofür sich die Freundin entschuldigen sollte. Vor allem kommt das natürlich von einer männlich gelesenen Person. Ich finde es wirklich sehr schade und mir geht es zum ersten Mal nach dem Anschauen eines eurer Videos wesentlich schlechter als zuvor. Es gibt mir aber Hoffnung zu sehen, dass andere das genauso sehen und ich damit nicht alleine bin. Tut mir auch total leid für Eiko. Also erstmal danke, dass es dir leid tut für mich. Es tut uns auch leid, dass jedem dem das passiert ist. Das ist, also erstmal du bist kein Opfer, auch dir sage ich das. Du darfst natürlich als eins sehen,
aber du bist eine betroffene Person, die das erlebt hat. Du bist eine Überlebende. Sieh dich bitte selber auch oft so, weil du, finde ich, dich als Opfer auch entmündigst, aber nur, wenn du das so möchtest. Ich kann die Kritik verstehen, dass man sagt, es ist eine männlich gelesene Person, die das ausgerechnet sagt. Muss aber auch sagen, ich glaube, auch wenn das eine weiblich gelesene Person gesagt hätte, wäre es jetzt nicht großartig besser gewesen. Ich würde das jetzt aber nicht auf Ummuts Geschlecht reduzieren, weil er die Thematik ganz anders gemeint hat, falsch verbalisiert hat. Will das aber auch nicht kleinreden, was das in dir ausgelöst hat, weil es nun mal schmerzhaft sein kann für einen Menschen, der sowas erlebt hat und man sowas sieht und das Gefühl hat, es ist nicht verstanden worden. Ich finde das generell sehr schön, dass die Community darauf reagiert und da auch hinterher ist, sage ich jetzt mal. Möchte nur da ein bisschen sensibilisieren, dass es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt da nochmal total schlecht behandelt worden bin. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich kann euch die Angst wirklich nehmen. Ich war da und um mich wurde sich wirklich sehr gut gesorgt. Also, da ist auch nachträglich nochmal Unmut nach der Kritik gekommen, als man gesagt hat, ich möchte nochmal mit dir reden, weil Kritik hin oder her wichtig ist, wie es bei dir angekommen ist, weil du die Betroffene warst. Das hat, finde ich, sehr viel Größe gezeigt und Souveränität von ihm, dass er so reagiert hat. Und das fand ich sehr schön zu sehen, dass ihm das wichtig war. Und deswegen gebe ich nochmal dieses Feedback. Ich habe schon das Gefühl, dass mir Raum gegeben wurde, aber das sieht man halt tatsächlich nicht. Das ist halt wirklich sehr unglücklich und ich muss sagen, unglücklich für dich und Unmut, wie das geschnitten wurde. Das kann man halt einfach nur noch so sagen, dass das, ich sag jetzt mal, das gibt halt schon Anreiz zum Zündeln. Aber ich muss sagen, so war das nicht. Wie sich jemand anderes in meiner Situation gefühlt hat, kann ich nicht beurteilen, weil es einfach nicht stattgefunden hat. Deswegen finde ich, braucht man diese Thematik gar nicht aufzugreifen, weil ich nun mal die Betroffene bin, die da gesessen hat. Ich fand es vollkommen okay, wie das da aufgearbeitet wurde. Und ich finde, Sandra hat sich, wie gesagt, sie hat sich wirklich entschuldigt, Leute. Ich will es nicht mehr hören. Können ja die einfach mal überspringen, die das Gleiche sagen, weil es sind viele Kommentare, die das Gleiche sagen. Das heißt, der wäre als nächstes. Sorry, aber ich sehe bei Sandra keinen Unterschied. Sie hätte lieber den vorherigen Status quo. Fehlt da nicht ein Stück des Satzes? Sieht so aus, aber also ich glaube nicht, dass es Sandra gerne den Status quo gehabt hätte, weil die Sandra hat da auch, das geht da auch ein bisschen unter, sehr deutlich gesagt, dass sie sich mehr Präsenz von mir gewünscht hätte, was nicht stattgefunden hat, auch durch Corona und Distanz und bla 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 blub. Wir haben halt auch eine ganze Zeit lang sehr weit auseinander entfernt gewohnt. Sie hat in einem anderen Bundesland gelebt. Also, am anderen Ende Deutschlands. Ja, also was soll man da sagen, ne? Wir haben versucht, so gut es geht, Kontakt zu halten, aber wie es im Alltag halt ist es nicht immer leicht umzusetzen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendeiner hier Status Quo gehabt hätte, weil wir wollten beide nicht, dass wir uns entfernen. Und das wäre dieser Status Quo nun mal gewesen. Findest du denn, dass es einen Unterschied gab? Ja. Weil klar, ich kann jetzt sagen, hey, man sieht einen Unterschied. Aber dann heißt es wieder, ja, was du sagst. Aber du kannst es ja als in dem Sinne Außenstehende besser sagen. Also ich weiß nicht, was er meint, was für einen Unterschied er gesehen haben wollen würde, weil ich meine, als du weinst, gibt es schon einen Unterschied. Den kann man nicht leugnen. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Welchen Unterschied will man sehen? Ja. Die Person hat sich entschuldigt, da ist auch schon ein Unterschied drin. Wenn jemand das einräumt, ist da ein Unterschied drin. Schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir verstehen vielleicht auch gar nicht, was der sagt oder was er sagen möchte. Wahrscheinlich verstehen wir nicht, was du uns damit mitteilen möchtest. Ja, aber du kannst es gerne mal formulieren. Tut's uns leid? Nein. Also, ich wünsche Sandra und Eiko alles Gute und danke euch für euer Vertrauen. Ich hoffe, wir hören nochmal von euch und erfahren, wie es mit eurer Freundschaft weitergeht. Oh. Danke, Maria. Danke. Wo steht ihr Name? Da. Ach, da. Okay. Ach so, vom letzten Gespräch. Ja, klar. Maria, unsere Moderatorin. Ich bin gerade so, boah, krass. Maria ist so ein lieber Mensch, Leute. Ja, so lieb. Linda war auch toll. Linda war auch ganz toll. Auch Umut war ein toller Mensch. Die waren alle super. Also, wir haben mit keinem Probleme negative Erfahrungen gemacht. Nee.
Schön, dass die beiden sich wiedergefunden haben. Danke. Also wirklich danke. Eine missverstandene Kommunikation, die sich irgendwie verkappt hat. Auch gut getroffen. Einer Freundin ist auch ein Übergriff passiert. Es war ein Freund von ihr. Und mich macht es heute noch traurig und wütend. Ich kann dieses nicht glauben wollen gut nachvollziehen. Danke. Ich habe meine Freundin so lieb und hätte sie so gerne beschützt. Und mir tut es einfach so leid, dass es passieren musste. Verständnis zeigen, ein liebevolles Ohr sein und klar positionieren. Das war irgendwie hilfreich. Guter Punkt. Ja. Das ist ja was ich auch aus diesem Gespräch mitnehme und lernen durfte. Also das finde ich auch einen guten Kommentar. Ja, und ich muss auch dazu sagen, das vergessen auch viele, dass Betroffene auch Angst haben, das zu sagen, weil wir wissen, dass es auch bei unseren Mitmenschen sehr viel auslöst. Ne? Und wir wollen auch nicht zu einer zusätzlichen Belastung werden. Also ich habe, nachdem das Format jetzt rausgekommen ist, wurde ich natürlich von einigen Leuten angesprochen, die dann auch schockiert waren, dass die es niemals hätten gedacht. Und ich habe denen dann gesagt, hey, wenn ihr darüber reden wollt, dann gerne und alles, ne? Und die dann so, ja, gerne würde ich mich unterhalten, weil das die emotional total aufgewühlt hat, ne? Und ja, finde ich sogar nachvollziehbar, weil du hast ein gewisses Bild von einer Person und dann ist das Bild komplett verändert, ne? Ja. Und so fängt es halt an und deswegen habe ich da gesagt, wer Fragen hat, spricht mich an, egal was es ist, worum es geht, sei es, wie soll man Hilfestellung geben, wie kann ich Hilfestellung geben, gibt es gewisse Fragen, muss da aber auch halt sagen, dass die Leute, die natürlich Fragen stellen wollen, daran denken sollten, dass sie halt vorher sich fragen sollten natürlich, welche Fragen sind vielleicht noch in Ordnung und welche nicht. Weil wir Betroffene fühlen uns halt immer noch sehr in dieser Verpflichtung, dieses Gefühl haben wir immer noch, dass wir uns irgendwie rechtfertigen müssen und dadurch rutschen wir schnell rein, Fragen zu beantworten, die wir eigentlich gar nicht beantworten möchten. Deswegen fand ich auch sehr angenehm dort in dem Format, dass ich immer wieder mir gesagt wurde, wenn du was nicht willst, sag nein. Willst du das? Und das wurde nochmal nachgefragt und nochmal nachgehört und nachgefühlt. Und das fand ich wirklich, war ein sehr guter Safe Space. Dass es wieder mal eine unglaublich starke Folge war und dass die Person hofft, dass dieses Format niemals eingestellt wird. Finde ich auch. Ich finde halt auch, dass da viele Themen behandelt werden und das auch vielen Leuten, also ich habe ja so ein paar Folgen geguckt, ich habe nicht alle geguckt, aber einfach auch aus Selbstschutz, weil es ein paar Themen gab, wo ich so dachte, ja, da möchte ich auch gar nicht so das an mich ranlassen tatsächlich. Aber die ich gesehen habe, ich finde, das gehört sehr viel Mut dazu, tatsächlich sich da hinzusetzen, sich der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen, auf gut Deutsch gesagt. Und da gehört einiges dazu. Und deswegen, ich finde es gut, dass es das Format gibt. Und auch, dass es die Möglichkeit gibt, diverse Themen, gerade auch ein bisschen gesellschaftskritischere Themen, die viel als Tabu abgestempelt werden, oder darüber darfst du nicht reden, da aber Gehör finden. Ja, und ich finde halt auch, dass diese Themen nicht nur aufgegriffen werden, sondern auch, wie sie thematisiert werden, dass eigentlich zumindest nicht alles dargestellt wird, aber angedeutet wird, dass vieles komplexer ist, als man denkt, ne? So wie bei uns. Jetzt kommt viel Kritik, es ist natürlich viel komplexer, weil vieles nicht drin ist, aber eigentlich, wenn man genau nachhört und genau die Situation sieht, einige haben es ja erkannt, es ist komplexer. Und darum geht es ja. Es gibt komplexe Situationen, über die kann man nicht leicht reden, über die kann man nicht leicht lösen. Und dafür bieten die halt eine Plattform. Schwierige Sache und ich fühle mich mit dem Gesprächsverlauf irgendwie nicht ganz wohl. Für mich hatte das so den Touch von, wir suchen jetzt zwanghaft nach Erklärungen, die das Verhalten so gut erklären, dass man nur Verständnis dafür haben kann, dass die Person sich so verhalten hat. Das Problem scheint ja nicht zu sein, dass Aiko weder Empathie noch Verständnis empfinden würde. Also musste man dafür ja sozusagen nicht mal werben. Vielmehr hätte es doch darum gehen müssen, dass Sandra versteht, was ihre Reaktion ausgelöst hat, wo dann eine aufrichtige Entschuldigung schon einiges hätte gut machen können. Erst dann hätte man gucken können, warum die Reaktion so ausfiel, was sie ja eigentlich schon damit beantwortet hat, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass ihre Freundin mal diejenige ist, die Halt braucht und sie B mit ihren eigenen Sorgen so beschäftigt war, dass sie gar keine Kapazität gehabt hat.
um irgendwie Empathie aufzubringen und es mal positiv zu formulieren. Ich könnte auch gemein sein und sagen, dass sie keinen Bock drauf hatte, sich um sie zu kümmern. Aber damit würde ich ja etwas unterstellen, das ich einfach nicht wissen kann. Aber so hat sich dieser Satz für mich angefühlt. Sehr interessante Formulierung. Menschen, die ihre Probleme in der Regel mit sich selbst ausmachen, landen häufig in Freundschaften, Beziehungen, in denen sie als helfende Person zwar gut gebraucht werden, aber hilfesuchende Personen dann plötzlich zur Belastung werden. Das, was ich sehe, erinnert mich ganz genau an solche Dynamiken. Klingt eher so, als ob du was Persönliches daraus versuchst zu beziehen. Ja, denke ich, würde ich jetzt sagen, haben nicht so eine Dynamik. Ich würde nur sagen, Sandra hat sich entschuldigt. Nochmal, Leute. Das wird der Titel. Ja, Sandra hat sich entschuldigt. Wir machen daraus auch einen Song, einen Schlagersong. Und das wurde beantwortet, warum sie das so empfunden hat. Können wir auch so sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie keinen Bock drauf hätte, weil ich muss sagen, hätte ich jetzt gesagt, mit diesem Hintergrund, den ihr über mich wisst, hey, ich habe gerade keine Kapazität für dich da zu sein, wird kein Hahn nachkrähen, dass das nicht legitim ist. Weil mein Problem, sage ich jetzt mal, als ausreichend angesehen werden würde. Und ihr wisst nicht, womit sie zu kämpfen hatte, ich schon, deswegen sage ich das, welche Schicksalsschläge sie in dem Moment hatte. Deswegen finde ich halt diese Aussage, ja, du kannst es nicht unterstellen, weil du weißt es nicht ganz genau. Du hast es erkannt. Und das ist aber so eine Formulierung, wenn man jetzt mal so ganz Korinthenkacker ist, das ist so eine Formulierung, die sagt, ja, ich formuliere das jetzt mal so, weil ich möchte ja nichts und ich kann ja nichts unterstellen, weil ich kenne die Person nicht. Aber genau mit dieser Formulierung unterstellst du es der Person nämlich gerade. Ja, ganz genau. Also ja, du möchtest mir gerade unterstellen, dass du mir zu viel bist. Dass ich keinen Bock auf dich habe. Okay. Ich gehe. Ich kann verstehen, dass die Form des Schnitts nicht so den Leuten zuspricht. Aber da würde ich halt das letzte Gespräch eher raten, mal mit dem Cutter zu sprechen. Oder ob man die Folge hätte irgendwie länger machen können, anstatt so halt das so viel an den Ecken und Kanten zu sparen, dass es halt anders wirkt im End. Ja. Das muss ich halt sagen. Ich finde halt auch, nachdem ich das jetzt gesehen habe, es wirkt einfach anders, als es tatsächlich war. Ja. Das ist eine Verzerrung eines Ausschnitts von dem, was ihr gesehen habt. Es ist eine Verzerrung von einer Situation, warum wir auch die Reaction, also den ersten Teil gemacht haben, weil wir anhand dieser Kommentare oder ich anhand dieser Kommentare gesagt habe, alles klar, irgendwas ist da schief gelaufen oder scheint da schief gelaufen zu sein. Ja. Und deswegen wollten wir nochmal umso mehr diese Reaktion auch festhalten. Also eigentlich hatten wir geplant, nur für uns so die Reaction unter uns zu machen. Aber nachdem ich die Kommentare gelesen habe, habe ich gesagt, es ist vielleicht sinnvoll, die zu teilen. Ja. Und aber prinzipiell hast du recht, solche Dynamiken sind mit Vorsicht zu genießen. Und ja, es ist halt oft auch so, dass wenn man in einem bestimmten Umfeld groß geworden ist, dass man halt unbewusst sich Menschen sucht und daran orientiert, die so sind. Glaubt mir, Sandra ist nicht so, wie ihr sie einschätzt. Ich kenne, davon ist sie weit entfernt. Ja, es gibt halt einen Grund, warum ich die Freunde noch habe, die ich habe. Ja, also da müsst ihr mir auch ein gewisses Maß an Verantwortung einräumen, dass ich selbst Entscheidungen treffen kann. Nein. Okay, wie kannst du es sagen? Sorry, aber Umut hat das ein bisschen verkackt hier. Lieben wir diese Ausdrucksweise, wirklich, liebe ich. Sandra sollte sich auf jeden Fall entschuldigen. Halt es in dir, ich weiß, es will aus dir rausspringen. Natürlich hat sie es nicht böswillig gemacht, aber es hat Eiko verständlicherweise sehr verletzt. Das stimme ich euch zu. Sandra ist da eher immer noch nur bei sich und ihrer Reaktion. Und anstatt auf Eiko zuzugehen, nach einem ehrlichen Sorry, verlangen sie und Umut ist, dass Eiko diese Schritte macht. Habe ich das von dir verlangt? Hat Umut das von dir verlangt? Nein. Viel zu sehr mit Sandra beschäftigt und wirft Eiko vor, zu verkopft zu sein. Gerade er als Psychologe sollte wissen, dass das ein gängiger Schutzmechanismus ist. Sorry, aber für mich war diese Episode so gar kein Safe Space, um über sexuelle Gewalterfahrung zu reden.
Also Unmut meine ich, das verkopft nicht in Bezug zu meiner Rationalität, in Bezug zu diesem Thema. Na, wie gesagt, geschnitten. Und das hat er in einen anderen Bezug gesetzt. Und es hatte auch einen ganz anderen Kontext, wie wir eben schon gesagt haben, sondern mit meiner Art und Weise, wie ich mit Emotionen umgehe. Ich mag deinen Namen. Finde ich sehr lustig. Ich finde, Unmut hat gut deutlich gemacht, was eigentlich der Kern des Konflikts war. Dass die Freundin nicht wahrhaben konnte, dass sowas Schreckliches wirklich passieren kann. Sogar ihrer starken Freundin. Sie war total überfordert damit, hat sich hilflos und machtlos gefühlt und sich als Folge daraus falsch verhalten. Der Kern des Problems ist aber nicht ihr Verhalten. Das Kern des Problems ist der Missbrauch und die Ohnmacht, die er verursacht. Sehr gut erkannt, sehr gut formuliert. Finde ich auch. Ja, also das Kernproblem ist, dass sowas überhaupt existiert. Ne? Also das schließt nicht aus, dass natürlich die Leute, die davon mitbekommen, damit sensibel umgehen sollten. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass das Kernproblem ist, dass sowas überhaupt entsteht und dass es sowas gibt. Es ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wenn man jetzt auch sieht, was politisch und so alles im Gange ist, muss man eigentlich Angst haben, dass das sogar verstärkt wird in Zukunft. Ja. Deswegen, Kirias, geht wählen. Geht wählen. Verhindert Übles, denn die ihr sonst wählt, werden dafür sorgen, dass solche Menschen weiter geschützt werden. Wir haben einen Fehler im Thumbnail. War der nächste Kommentar. Ja. Wir sind alle nur Menschen. Aber war nett formuliert. Ja. Wählt nicht rechts, wollte ich sagen damit. Ja, bitte. Wählt nicht blau. Ja. Und schwarz. Ja. CDU, CSU ist blau. Ja, Schwarz, ne? Ja. Ja. Finde dazu auch bei 1829 die Kommentare von Unmut unfassbar unpassend und sehr unfair dem Opfer des Übergriffs gegenüber. Ich muss sagen, dass ich diese Folge leider recht schwach finde. Natürlich muss sich die beste Freundin entschuldigen. Die sollte wahnsinnig dankbar sein, dass sie noch mit ihr befreundet ist. Victim Blaming, besonders bei Freunden, geht gar nicht. Wenn das meine beste Freundin gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich will sie nie wiedersehen. Sowas sind keine Freunde. Freunde sind füreinander da und unterstützen und trösten einander. Also, sorry, aber ich finde, das kann ich gar nicht unterschreiben. Ich mache viele Fehler. Ich kann mich von keinem Fehler, den es gibt, ganz frei sprechen. Ich kann mich von keiner Situation freisprechen. Und ich finde auch, so kann ich Menschen nicht gegenübertreten mit dieser Erwartung, dass wenn Menschen Fehler machen, ich direkt sage, ciao, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich meine, wer ist man, dass man diese Erwartungshaltung an einen Menschen hat? Und ich möchte auch einwerfen, man darf auch nicht vergessen, wenn man zu dem Zeitpunkt kannten wir uns, glaube ich, 15 Jahre oder so. Ja. So, wir haben 15 Jahre intensive Freundschaft gehabt. Haben so viel Scheiße durchgemacht. Ja. Durch dick und dünn. Und dann passiert so ein kritischer Fehler, den man gar nicht irgendwie klein halten will. Ich möchte den auch nicht minimieren oder ihr irgendwas absprechen. Aber man darf dann auch nicht vergessen, dass ja, es gab den Vertrauensbruch. Das ist vollkommen legitim. Aber man darf auch nicht vergessen, man stellt sich die Frage, schmeiße ich jetzt wirklich 15 Jahre weg Wegen eines Fehlers? Oder bin ich der Meinung, ich kann das mit dieser Person klären? Das ist, glaube ich, was viele vergessen. Ja, also es ist ja auch die Frage, was für eine Beziehung möchte man dann führen? Möchte man an etwas wachsen und an etwas arbeiten, was beiden quer im Magen liegt und daraus lernen und daraus Lehren ziehen, sodass die Bindung gestärkt ist? Oder sage ich, es macht keinen Sinn und ich breche mit dieser Person komplett den Kontakt ab? Ich finde, Abbruch eines Kontaktes sollte stattfinden, wenn man erstens sieht, dass die Person nicht bereit ist zu reden. Zweitens, wenn man sieht, dass diese Person nicht mal dir zuhören möchte. Und wenn es der dauerhaft schadet. Ne? Also du kennst ja die Situation, das habe ich auch schon öfters angesprochen, dass ich mit einer Gruppe, die mich sogar diskriminiert hat und alles, befreundet war. Und die haben sich am Ende auch als Opfer gesehen. Und es war halt wirklich so krass. Ich hatte eine Phase, da habe ich ja gestottert, wirklich eine Zeit lang. Ja. Ne? Weil die mir eingeredet haben, ich bin nicht in der Lage, richtig Deutsch zu sprechen. Weil ich manchmal mit den Artikeln die verdrehe, vertausche.
Ich habe das jetzt schon mal öfters als Beispiel angesprochen, weil das die andere Extreme ist. Ne? Bei solchen Leuten sehe ich halt auch keinen Sinn darin, in Kontakt zu halten. Aber eine Freundschaft, die auf Dauer halt auch, ne, wo ich lange von profitiert habe, wo sie lange profitiert hat, wo wir beide eine starke Verbindung haben, die werfe ich nicht einfach so weg, weil ein Fehler passiert ist, den ich nicht mal selber klar kommunizieren konnte. Und das Problem konnten wir beide nicht gut kommunizieren, deswegen sind wir da hingegangen. Ja. Sie hätte auch anders reagiert, trotz 15 Jahren Freundschaft, wenn es solche Situationen schon früher mehrfach gegeben hätte. Ja. Dann hätte sie auch anders reagiert, auch wenn wir uns 15 Jahre gekannt haben in dem Moment. Genau. Und das war ja was Einmaliges. Also, hoffe ich. Ja, also... mal zu sagen, wann wir das drehen. Wir haben gerade 0:03 Uhr. Deswegen, ich muss noch irgendwann nach Hause. Ich sehe in der Dynamik ein bisschen eine ehemalige Freundschaft von mir. Deswegen projiziere ich vielleicht meine eigenen Erfahrungen hier hinein. Sehr guter Punkt. Und sehr reflektiert auch. Ja, definitiv. Ich glaube, es geht hier um das gerechtfertigte Bedürfnis zur Validierung der eigenen Gefühle, nachdem einem etwas Schlimmes widerfahren ist. Und außerdem um Vertrauensverlust zu engen Bezugspersonen, wenn diese einem diese Validierung vorenthält. Finde die vulnerable Person zu begeben, Position, ich kann schon nicht mehr lesen. Zu begeben, etwas Traumatisches mit einer vertrauten Person zu teilen, ist ja schwierig genug. Vor allem, wenn man es eventuell selbst noch gar nicht richtig einordnen und in Worte fassen kann. Konkrete Hilfe hätte ich aber auch nicht erwartet an Eikos Stelle, sondern einfach eine Validation ähnlich dieser Art. Erstens, ja, dir ist etwas objektiv Schlechtes passiert. Das Negative daran bildest du dir nicht ein. Zweitens, deine Überforderung in einer so ungewohnten Situation ist verständlich und du solltest dir keine Vorwürfe bezüglich deiner Reaktion machen. Drittens, ich verstehe deine Wut, Trauer, Verwirrung und bin für dich da, wenn du mit mir darüber reden oder anderweitig Unterstützung haben möchtest. Mehr wäre doch gar nicht nötig gewesen. Wenn einem grundlegend das Mitgefühl verweigert bzw. vorenthalten wird, in Klammern, ob absichtlich oder nicht, ist hierbei im Effekt egal, und dann noch von der Person, der man am meisten vertraut und diese Erwartung enttäuscht wird, zweifelt man schnell grundlegend an der eigenen Wahrnehmung und verliert gleichzeitig Vertrauen zu einer Bezugsperson, sodass man sich ihr in Zukunft eventuell nicht mehr sicher genug fühlt, sich dieser Person oder auch Personen im Allgemeinen anzuvertrauen. Eine aktive Schuldumkehr macht das Ganze natürlich noch traumatischer. Ich finde es aber toll und mutig, dass Eiko und Sandra, die kennen unsere Namen, sich zum Gespräch treffen und diese Sache aufarbeiten, egal welches Ergebnis das Gespräch liefert und ob die Freundschaft halten wird oder nicht. Das finde ich in dem Sinne gut, weil sie sagt von vornherein, ich war in einer ähnlichen Situation, deswegen kann ich mich nicht davon freisprechen, dass ich meine Situation da rein projiziere, auch wenn ich die Situation nicht kenne. Sie fasst es auch gut auf, dass es für Leute, die nicht betroffen sind, auch erstmal schwer ist, sich da reinzufühlen. Ja. Finde ich, muss man ganz klar sagen. Sie sagt aber auch ganz klar, dass man erwarten könnte, dass ich anders reagiert hätte. Finde ich auch gerade in dem Zusammenhang mit dem Schnitt richtig. Und auch, dass das schwierig ist, wenn einmal dieser Vertrauensbruch da war, dass es schwierig ist, den dann wieder aufzubauen. Ja, aber wenn man das überhaupt möchte. Ja, aber da muss man halt sagen, es ist halt ein Prozess. Ne? Genauso wie Vertrauen aufbauen ein Prozess ist halt das Vertrauen wiederherstellen auch ein Prozess. Genauso ist es das Vertrauen, sag ich mal, zu verlieren ein Prozess. Ne? Also das zeigt dann die Zeit und das gibt dann halt auch die Zeit. Ne? Nö, es gibt Situationen, die sind Notfälle. Da kann man nicht vom Opfer erwarten, dass es sich überlegt, was die richtige Art und Weise ist, seine Not zu kommunizieren. Ich finde, Eiko wurde auch in diesem Gespräch nicht nur in der Ausgangssituation zu viel aufgeladen. Ja, ich bin von mir. Aber ich kann das verstehen, aber ich finde, wie gesagt, das liegt am Schnitt. Der Unmut. Ja, der hat sich bedankt, dass wir denen vertraut haben. Gerne. Bitte. Voll gerne. Voll gerne. Einen neutralen Kommentar zu sagen, ich frage mich, ob eine Entschuldigung nicht beiden gut getan hätte. Eine aufrichtig gemeinte Entschuldigung kann zwei Menschen emotional sehr verbinden und viele Emotionen lösen.
finde ich gerechtfertigt und auch zu sagen, er hatte das Gefühl, dass das gefehlt hat, gemeinsam in eine Emotion zu kommen. Kann ich nachvollziehen, finde ich auch sehr... Das war. Ne? So, ist auch okay geschrieben. Was für eine schöne Freundschaft. Ich schaue eure Folgen so gerne. Besonders beeindruckt mich Umos Gespür und was alles zwischen den Zeilen lesen und erkennen kann. Kann man das wirklich lernen oder ist das Begabung? Oh, das Ja, ist Umut. süß. Was ist es? Lernt man das oder ist es deine Begabung? Lass es uns gerne wissen. Oder kommt da Unmut? Der war so schlecht, also richtig Dad cringe. Joke. Ja. Also, ich hatte so eine Freundschaft, sie ist aufgrund meiner Depression kaputt gegangen. Ja, das passiert. Tut uns leid. Ja, das tut uns sehr leid und das passiert leider sehr oft, weil man in der Depression natürlich dazu neigt, sich auch zu isolieren, weil einem einfach die Energie fehlt. Da können wir beide von ein Lied singen. Wir hoffen, dir geht es bald besser, aber ich kann dir auch sagen, deine echten Freunde werden bleiben. Auch wenn du denen sagst, hier, mir geht es nicht gut, werden die das erkennen, verstehen und die werden auch bleiben. Und auch wenn es nicht gerade so aussieht, es wird besser werden. Fühl dich gedrückt von uns. Ja. Viele so relativ neutrale Kommentare, die auch sein müssen unter solchen Videos. So dieses, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, dass das verbreitet ist, das Problem. Und dass wir auch dahin gekommen sind und das auch angesprochen haben. Ja, wir können, glaube ich, mit diesem hier abschließen. Ein sehr wichtiges Thema. Victim Blaming ist so verbreitet. Ich finde es stark, dass die beiden so offen darüber reden. Umut und Maria sind auch wieder super. Die waren wirklich super. Ja, das Team war super. Wir bedanken uns herzlich. Ja. Und wir finden auch, das ist ein super wichtiges Thema. Gerne könnt ihr uns fragen, auch gerne könnt ihr es meinetwegen wieder kritisieren. Meinetwegen könnt ihr auch, weiß ich nicht, was, mir ein Pferd darunter malen, ist mir egal. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, irgendwas, gerne Bescheid sagen. Wir beantworten gerne eure Fragen. Bleibt konstruktiv und sachlich, das ist vollkommen legitim. Auch Kritik ist legitim, sofern sie auch konstruktiv ist und nicht beleidigend wird. Ja, und sachlich ist. Denkt nämlich immer dran, ihr wollt auch mit Respekt behandelt werden. Karma regelt. Ja, Karma regelt so wirklich. Also ansonsten bedanken wir uns. Wir hatten Spaß, die Folge zu sehen. Es war spannend, was daraus am Ende geworden ist. Fazit sagen, die Frage der Fragen, aller Fragen. Ach so. Sind wir Freunde? Ja. Bleiben wir Freunde? Ja. Kriegen wir das hin? Leider ja. Garantie ist abgelaufen. Umtauschrecht ist abgelaufen. Verdammt. Frag mal, ob die Gewährleistung noch passt. Also ich glaube, wir können sehen, dass unsere Freundschaft das gestärkt hat. Sonst säßen wir jetzt nicht hier und würden das machen. Und ich glaube, man merkt auch an diesem Video und auch an dem davor unsere Dynamik so ein bisschen besser raus. Ja. Wir nehmen uns in der Regel auch nicht so ganz so ernst. Ja, deswegen war auch das letzte Gespräch schwierig für uns. Ja, keine Sorge, wir bleiben Freunde. Ja. Ich nutze dich nicht aus. Das ist nett. Danke. Ja, nochmals danke. Genau. Und bis zum nächsten Mal.